So, heute sind wir bei den Bienen und ich zeige euch, was man alles für die Bienen zum Kontrollieren braucht. Als erstes ein Stockmeißel, gibt es in unterschiedlichen Varianten, mal so. Und dann brauchen wir ein Feuerzeug. Da zeige ich euch später noch, wie man den Smoker anmacht. Dann braucht man Handschuhe für sich selbst und seinen Kameramann. Und dann den Smoker. Und es eignet sich schön, so ein Körbchen zu haben, weil man dann alles reinladen kann und nicht so zum Bienenvolk läuft. So, jetzt zeige ich euch, wie man den Smoker anmacht. Hier haben wir schon Papierzeug drin. Nehmen wir das und zünden es an. Wenn das hin kein Wind da ist. So, jetzt rein. Da Hobelspinne drauf. Mit solche. Wir nehmen jetzt solche. Es gibt auch so Hanfschrot, was man auch zum Smoken nehmen kann. Man smoked, damit die Bienen denken, es ist ein Waldbrand, und dann saugen sie sich mit Honig voll und dann sind sie nicht so aggressiv. Dann stechen sie nicht so. Ein paar Hobelspinne, die brennen nicht so gut. Es soll ja eigentlich nur rauchen und nicht wirklich brennen. Damit es keinen Funkenflug gibt. Und hier aus dem Deckel raus. Und dann zu. Und dann schon ist der Smoker fertig. Und jetzt gehen wir in die Bienen gucken. So, jetzt geben wir den Bienen ein bisschen Rauch, damit sie sich vollsaugen mit Honig, Fluglauch, Lüftungsfilter, das andere Vollzeug auch. Das machen wir auf. Krumm sind schon ein bisschen auf. Hier hört man es ja. Und ich habe Angst wegen meinem Man sollte eigentlich keine Hosen anhaben, die Löcher haben. Ja. Und immer dicke Klamotten. Ja, aber ich hatte schon eine Hose an, die 1000 Löcher hatte. Da ist keine einzige Biene reingekrabbelt. Und jetzt die Hose, die ein Loch hat, ist eine Biene reingekrabbelt. Ja, los geht's. Haben wir schon die Bienen? Zu zweit geht es besser, aber ich muss ja die Kamera halten, deswegen muss Till es jetzt alleine machen. So, hier außen wird noch nichts passiert sein. Das ist ein relativ kleines Volk. Sieht man jetzt auch schon. Das ist das Kleinste, was wir haben. Ist auch nichts ausgebaut. So, hier haben wir eine ältere Futterwabe. Das ist eine leere, nicht so alte Wachswabe. Mhm. Jetzt haben wir husch. Und der andere Futter. Deswegen hat man verschiedene davon. So, und hier haben wir eine volle Futterwabe. Ich hoffe, man sieht es gut. Da ist das Futter drin. Pollen. Hier ist eine Drohne. Drohnen sind die männlichen Bienen, die richtig fetten, dicken. Die mit den riesen Augen. Gucken, ob wir die Königin sehen. Also hier drauf noch nicht auf die Futterwaben. Die sind eher auf den Brutwaben. So, und was man auch, bevor man den Kasten aufmacht, das T-Shirt vorne reinstecken. Vergesse ich immer wieder. Husch, husch. Das Kabel, die nehme ich ins T-Shirt und stechen dann. Aber die sieht man wirklich, dass die richtig, richtig dolle ruhig sind. Husch, husch. Also wir haben eigentlich relativ brave Völker. Nee, aber so brave, dass man ohne Schleier arbeiten kann, haben wir jetzt auch wieder nicht. Wir haben keine Kranika-Bienen, das ist so eine Mischung aus allem.
So, das hier ist jetzt die Hauptbrutwabe. Warte mal, man sieht überhaupt nichts. Ah ja, super. Ich gehe ein bisschen ran. Es wird nicht so richtig scharf. Da sind die kleinen. Sieht man vielleicht Maden irgendwo? Ich sehe keine gesehen bis jetzt. Ich sehe nichts, weil du in der Sonne stehst. Ja, da sind Stifte. Ja, Hier. da sind die Maden und Stifte. Das sieht man wahrscheinlich eher nicht. Zoom noch mal ganz doll ran. Das sieht man nicht, weil es wird nicht scharf. Hier. Ja, da sind sie eigentlich, aber man sieht leider nichts. Das sind so kleine weiße Stifte und das sind dann die Eier, die die Königin Magen, jetzt sieht man's. in die Zellen gelegt hat. Da sieht man ein bisschen Made. Da, ja. Hier, das sind die weißen, sind die Maden. Die kleinen weißen Stifte. Na, man hat Maden Mal gesehen. gucken, ob wir hier... Da ist eine Biene mit Pollen, die gelbe. Sieht man die? Hier. Da, ja. Gucken, ob wir die Königin finden. Die ist ganz groß. Hat so ein richtig fettes Hinterteil. Darf man aber nicht verwechseln mit Drohnen. Ja, ich glaube, die ist hier nicht. Ei, der Honig tropft raus. Und Da, die ist auf den Boden gefallen. Scheibengleister. Ui. Jetzt ist die Königin auf den Boden gefallen. Ach du Scheiße. Das darf auf keinen Fall passieren. Also die Bienen merken das erst nach 4 Stunden, wenn die Königin aus dem Volk ist. Aber da hatten wir jetzt richtig Glück, dass wir das bemerkt haben. Eieiei. Weil wenn Das die, ist die Königin. wenn die Königin weg ist, dann ist das ganze Volk tot. Also die haben noch... Ups. Aber wir haben jetzt nach einer Weile wieder die Königin gesehen. Ja, wir haben bei dem Volk eigentlich nie die Königin guck. gesehen. Jetzt haben sie 2 Brutwaben. Sie sind gewachsen. Ja. Jetzt hatten sie nur die eine. Aber man sieht wirklich, wie ruhig die sind, wie ganz ruhig die sind. Die saugen sich jetzt auch alle mit Honig voll. Das verdeckelter Honig. Das hier ist alles verdeckelter Honig. Kann man so ein bisschen drüber streichen, das tut dir nicht weh. Die Und gehen das dann ist halt ein bisschen Brot. weg. Das hier ist Da Brot. sieht man wieder die Maden, das Weiße. Hier. Da, Da ist das Brot hier, glaube ich. Und das ist Honig, gell? ja, zwischen verdeckeltem Brot und verdeckeltem Honig Nee, ist Brot. kann man schlecht unterscheiden. Guck mal, wie ich die da rein, wie die Aber mehr Bienen hier auf Waben. der Handschuhe haben wir auch Handschuhe rum. So, ist wieder ran. Wenn jetzt die ganzen Imker-Profis das Video sehen, schaut es euch nicht an. Das ist eine Futterwabe. Also man sieht es auch in echt nicht so gut, ob da jetzt Futter ist, weil die Bienen alle drauf sind. Aber jetzt sieht man es. Ganz viele Pollen. So, das war's schon mit dem Volk jetzt. Sollten wir es wieder zurück tun. Hier ist unser Lagerkasten, also da sind die ganzen Werkzeuge und das zum Anbrennen drin, die Späne und so. Hier ist nochmal ein Volk. Das ist ein bisschen stärker als das, was ihr jetzt gesehen habt. Und hier haben wir so leere Wachsplatten drin gelagert. Das ist alles voll mit so leeren Wachsplatten. Das sind noch Böden von solchen Kästen. Also in den Kästen, das sind alles solche Platten drin mit Wachs. Die kommen jetzt wieder da rein. Eigentlich andersrum, aber das ist egal. So, fertig. Deckel drauf. Und dann war es das schon für heute. Guckt doch nicht so oft rein. Einmal in der Woche reicht völlig. Man kann auch so wenig wie möglich eigentlich reingucken. Aber man sollte eigentlich schon jeden Monat mal reinschauen, ob alles in Ordnung ist. Die Königin da ist, ob Weil die letzten paar Mal, wo wir geguckt haben, war
haben wir die Königin nicht gesehen. Jetzt haben wir sie gesehen. Ja. Leider auf dem Boden. Ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Gar nicht gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Abonnieren. Daumen hoch.